Ramesh ist ein Mann mittleren Alters, der als Karrenfahrer in einer kleinen Stadt in Indien arbeitet. Jeden Morgen steht er früh auf, belädt seinen Wagen und macht sich auf den Weg zum örtlichen Markt. Die reguläre Lieferroute führte durch einen kleinen Wald, der zwei nahegelegene Städte verband. Ramesh liebt Tiere, insbesondere Elefantentiere, die die Dorfbewohner als enge Freunde betrachten. Es war ein sonniger und milder Tag, er fuhr wie üblich einen Lastwagen mit Gemüse und bog in den ihm bekannten Waldweg ein. Aus einiger Entfernung sah Herr Ramesh plötzlich einen großen Schatten, der sich der Straßenmitte näherte, was ihn zu einer plötzlichen Bremsung zwang. Es war ein großer Elefant, der mit langsamen, aber entschlossenen Schritten direkt auf die Vorderseite seines Autos zuging. Ramesh stellte den Motor ab, öffnete die Autotür, stieg aus und blieb stehen und beobachtete ihn mit Respekt und Vorsicht. Auch die Motorradfahrer hinter ihm hielten an, keiner schien sich aufzuregen, sie schauten nur zu. Dieses Mal ging der Elefant jedoch nicht vorbei, sondern näherte sich der Vorderseite des Autos und kniete langsam nieder. Seine Augen blickten Ramesh direkt an, als wollten sie etwas sagen, voller Sehnsucht und Unsicherheit. Ramesh spürte, dass etwas nicht stimmte, er hatte Elefanten noch nie so handeln sehen. Der Elefant brüllte nicht und ging auch nicht weg, er blieb kniend und hielt seinen Blick auf ihn gerichtet. Sofort holte Ramesh sein Telefon heraus und rief die nächste Polizeistation an. Seine Stimme am Telefon klang etwas besorgt, etwas ist sehr seltsam. Der Elefant braucht Hilfe. 15 Minuten später hielt ein Motorrad mit zwei Polizisten in bunten Uniformen an. Zwei Polizisten stiegen aus, näherten sich Ramesh und sahen, dass der Elefant immer noch in derselben Position kniete. Aufgrund ihrer Erfahrung wussten sie, dass der Elefant nicht willkürlich handelte, sondern um Hilfe bat. Ein Polizist winkte sanft mit der Hand, um den Elefanten zu beruhigen, und trat zurück, um zu sehen, wohin er wollte. Als ob er es verstanden hätte, stand der Elefant langsam auf, drehte den Kopf und begann, tiefer in den Dschungel vorzudringen. Die beiden Polizisten folgten dem Elefanten rasch und blieben dabei dicht genug, um Spannungen zu vermeiden. Auch Ramesh wurde eingeladen mitzukommen, sein Truck wurde bewacht am Straßenrand abgestellt. Der Wald öffnete sich allmählich zu einer mit rotem Schlamm gesprenkelten Graslandschaft, und die drei blieben stehen. Direkt vor ihnen, in einer tiefen Schlammgrube, steckte ein Elefantenbaby im rutschigen Boden fest. Das Elefantenbaby kämpfte ununterbrochen, aber das Loch war zu tief, die Wände waren steil und mit Wasser und dickem Schlamm gefüllt. Die Elefantenmutter stand am Ufer und trompetete wiederholt, um ihr in Panik geratenes Baby zu beruhigen. In diesem Moment begriffen die beiden Polizisten, die Elefantenmutter hatte ihr Baby verlassen, um auf der Straße Hilfe zu holen. Sie riefen sofort die Einsatzzentrale an und baten um weitere Helfer zur Rettung. Nur wenige Minuten später wurden 4 junge Männer aus einem nahegelegenen Dorf mit Hacken, Schaufeln und Seilen mobilisiert. Ramesh stand neben der Grube und verfolgte mit seinen eingefallenen Augen jede Bewegung des Elefantenbabys im Schlamm. Niemand sagte viel, alle teilten sich die Arbeit auf und begannen, sich abzustimmen, um den kleinen Elefanten zu retten. Einige Leute gruben den Boden um, andere räumten Hindernisse aus dem Weg, um zu verhindern, dass die Elefantenmutter zu aufgeregt wurde. Die Elefantenmutter stand ein paar Meter entfernt, ließ ihr Baby nicht aus den Augen und stieß gelegentlich einen erstickten Schrei aus. Ein Polizist gestikulierte in Richtung der Elefantenmutter, als wolle er sagen, vertrauen Sie uns. Als sich vor ihren Augen die heilige Szene mütterlicher Liebe abspielte, war jedermanns Herz von Emotionen erfüllt. Die Rettungsarbeiten begannen damit, eine Seite der Grube auszuheben, um einen sanften Hang zu schaffen. Der Schlamm war nass und rutschig und sank mit jedem Einstechen der Hacke tiefer ein, was das Graben äußerst schwierig machte. Die beiden Männer zogen ihre Hemden aus und setzten ihre ganze Kraft ein, um zu graben und Bambusbretter zu verlegen, damit der Boden nicht wieder absackte. Ramesh wischte sich die Stirn mit einem Handtuch ab und ging dann hinaus, um zu helfen, den schweren Schlamm zum Eingang der Grube zu schieben. Die Elefantenmutter näherte sich gelegentlich und zog sich dann wieder zurück, ängstlich, aber nie in der Absicht, anzugreifen oder anzuhalten. Ein Polizist beobachtete die Reaktionen der Elefantenmutter und stellte sicher, dass alles unter Kontrolle war.
Das Geräusch von Hacken und Schaufeln hallte gleichmäßig über die Wiese, vermischt mit den Rufen der Rettungsmannschaft. Meter für Meter wurde Erde abgetragen, der Kraterhang gab nach und nach die nötige Neigung frei. Das Elefantenbaby war erschöpft, lag keuchend da, die Augen feucht, als ob es jeden Moment aufgeben wollte. Ein junger Mann kletterte herunter, klopfte dem Elefantenbaby auf den Rücken, beruhigte es und untersuchte seinen Körper. Glücklicherweise hat sich das Elefantenbaby kein Bein gebrochen, es war lediglich durch die Kälte und die rutschigen Bedingungen erschöpft. Die Polizei entschied, es dürfte keine weitere Verzögerung geben, der Turm musste hochgehoben werden, sobald die Böschung niedrig genug war. 2 Männer stiegen in das Loch hinab und hielten den Rüssel des Elefantenbabys fest, während 2 andere die Bretter festhielten. Eine Person verwendet einen langen Stock als Drehpunkt und drückt sanft auf die Hüften des Elefanten, um ihn den Hang hinauf zu lenken. Alle anderen verstummten und beobachteten ängstlich diesen Moment auf Leben und Tod. Das Elefantenbaby kämpfte, seine Vorderbeine traten auf den rutschigen Boden, als es versuchte, den frisch gegrabenen Hang hinaufzusteigen. Jedes Mal, wenn es herunterrutschte, ermutigten ihn alle und halfen sanft dabei, etwas mehr Kraft aufzubringen. Beim 3. Mal brauchte das Elefantenbaby seine letzte Kraft, um das rutschige Loch hinaufzukrabbeln. Jubel ertönte, alle atmeten erleichtert auf, als hätten sie gerade einen Krieg überstanden. Die Elefantenmutter rannte herbei, schlang ihren Rüssel um das Elefantenbaby und rieb sanft und liebevoll ihren Kopf daran. Niemand konnte in diesem heiligen Moment seine Tränen zurückhalten, einem Moment, der schöner ist als alle Worte. Das Elefantenbaby zitterte noch immer vor Kälte und Müdigkeit, aber seine Augen leuchteten und strahlten vor Hoffnung. 2 Polizisten überprüften schnell den Zustand des Lochs und räumten die verbliebene Rettungsausrüstung weg. Einige junge Männer reichten sich gegenseitig Getränke, rieben sich die Hände und lehnten sich erschöpft an die Schultern des anderen. Ramesh saß unter einem Baum, atmete erleichtert auf und beobachtete, wie die Elefantenmutter ihrem Elefantenbaby sanft den Kopf tätschelte, als wolle sie es in den Schlaf wiegen. Die Sonne stand jetzt hoch am Himmel und erleuchtete das Grasland mit einem sanften, schimmernden Gelb. Auch Passanten aus der Umgebung blieben stehen, stellten Fragen und dankten der Polizei. Ein Dorfkind lief los, um der Elefantenmutter als freundliche Begrüßung ein Bündel junges Gras zu überreichen. Der Elefant aß es nicht, sondern nahm es mit seinem Rüssel und legte es vorsichtig vor das Kind. Ein humaner Akt zwischen Mensch und Natur, aufgezeichnet mit Herz und Erinnerung. Die Gruppe stand im Kreis und beobachtete schweigend die Elefantenmutter und ihre Babys gemeinsam im hellen Sonnenlicht. Ein Polizist hielt den berührenden Moment fest und bewahrte ihn als seltene Erinnerung an seine Dienstzeit auf. Es ertönte Gelächter, vermischt mit Geschichten, in denen jedes Rettungsdetail als kleine Leistung geschildert wurde. Ramesh schüttelte jedem von ihnen die Hand und dankte ihnen dafür, dass sie nicht aufgegeben und den Signalen der Elefantenmutter vertraut hatten. Die Elefantenmutter ließ ihr Baby nicht im Stich und rieb ihm ständig mit ihrem Rüssel den Rücken, als wolle sie nach Verletzungen suchen. 2 Polizisten kamen hinzu und tätschelten den Körper der Elefantenmutter, um ihr ihren Segen zu geben. Ein Dorfbewohner brachte frisches Obst an den Waldrand, um es Mutter und Kind zu geben. Der ganze Wald schien still zu sein, bis auf das Rascheln der Blätter und das leise Atmen des Elefantenbabys. Jeder trat nacheinander zurück und ließ der Elefantenmutter und den Elefantenbabys einen ruhigen Raum, in dem sie sich ausruhen konnten. Niemand sagte mehr etwas, denn die Stille sagte alles. Die Elefantenmutter betrachtete die Menschengruppe eine Weile, drehte sich dann um und berührte ihr Baby sanft mit dem Rüssel als Zeichen zum Aufbruch. Das Elefantenbaby folgte seiner Mutter langsam, beide gingen tief in den Wald hinein und verschwanden allmählich hinter den Bäumen. Bevor sie verschwand, drehte die Elefantenmutter einmal ihren Kopf, ihr Blick war sanft, als würde sie sich verabschieden. Ramesh kehrte unbeschwert zum Auto zurück, als hätte er gerade einen unvergesslichen und wichtigen Tag erlebt. Auf dem Rückweg musste er immer noch lächeln, als er sich an die leuchtenden Augen der Elefantenmutter erinnerte, als ihr Baby gerettet wurde. Von diesem Tag an nannten alle im Dorf Ramesh, den Fahrer, der die Elefantensprache versteht. Was denkst du über diese Geschichte?
Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.